Ja, hallo und herzlich willkommen hier im Liquid Himmel. Mein Name ist Feelgood und ich grüße euch. Heute ein Thema zum Hauskauf. Worauf soll man achten, wenn man sich in Uruguay ein Haus kaufen will? Oder vielleicht können wir es sogar noch ein bisschen ausdehnen und sagen, wenn man sich in einem warmen Land in Küstennähe ein Haus kaufen will, weil darum geht es eigentlich. Worauf muss man da achten? Ganz grundsätzlich kann man sagen, dass man hier ganz anders baut in Europa, als in Europa, Entschuldigung. Man baut hier grundsätzlich einfacher und mit anderen Standards. Das hat verschiedene Gründe. Also einerseits sicher ein Hauptgrund ist, dass die Winter hier halt viel milder sind. Also es gibt nicht Eis und Schnee, es gibt nicht wochenlang diese Minustemperaturen und von daher kann man hier auch leichter und einfacher bauen. Dann, was einen vielleicht noch größeren Einfluss hat, ist, dass es hier natürlich viel weniger Vorschriften gibt, wie man ein Haus zu bauen hat. Es gibt gewisse Grundvorschriften, an die man sich halten muss, aber sonst ist eigentlich jeder frei und jeder kann bauen, wie es ihm gerade in den Sinn kommt. Das ist einerseits recht spannend, weil man sehr interessante Häuser sieht. Ich staune immer wieder, wie kreativ die Menschen sind. Und andererseits sieht man natürlich auch, dass sich Leute mit einfachsten Mitteln ein Haus zusammenzimmern. Was ja aber auch nicht verkehrt ist, was auch verständlich ist. Was man auch viel sieht, ist, dass sie einmal ein kleines Haus bauen und dann vielleicht ein Jahr später da anbauen und das Haus mit den Jahren immer ein bisschen größer wird. Also das sieht man auch oft. Eben, also der milde Winter, die fehlenden Bauvorschriften spielen sicher eine Rolle und grundsätzlich baut man hier einfach leichter. Und das kann dann zu Problemen führen, weil wir haben eigentlich zwei große Probleme. Das eine ist der Winter. Der Winter wird kalt, ich komme gleich dazu. Und das zweite ist die hohe Luftfeuchtigkeit. Und diese beiden Dinge in Kombination, die können einem Haus ziemlich übel mitspielen oder ihm ziemlich übel zusetzen. Also, zuerst der Winter. Die Winter hier werden auch kalt. Es ist sogar oftmals nasskalt, also so klamm, irgendwie unangenehm, aber wir haben eigentlich keinen Frost. Es kann nachts mal auf 0 Grad runtergehen oder sogar auf -1, -2, aber das ist nur ganz kurz und tagsüber haben wir wieder 15 oder 20 Grad. Also von daher ist es nicht so ein Problem, aber es ist kalt. Also das muss man sagen. Und die Häuser hier, die sind halt alle einwandig gebaut. Also es gibt sehr wenige doppelwandige Häuser hier, wie das in Europa Standard ist. Das ist hier überhaupt nicht verbreitet. Ganz selten sieht man mal eins. Und das zieht sich durch alles durch. Also auch die Fenster, die sind halt alle nur einfach verglast. Die Türen sind einfach. Meistens ist keine Isolation vorhanden oder nur ganz wenig Isolation. Eben eine viel leichtere Bauweise, quasi so eine Sommerhausbauweise. Ja, und dann kommt dazu, die Häuser hier haben keine Heizung. Also Heizungen gibt es hier eigentlich nicht. Ich kenne ein einziges Haus, glaube ich, das hat eine zentrale Gasheizung, die Besitzer aber eigentlich nicht mehr benutzen, weil es einfach zu teuer ist und zu viel Gas verbraucht wird mit diesem System, was die da haben. Was alle Häuser haben, ist ein offener Kamin. Das gibt es überall. Aber das ist zwar wunderschön, wenn man am Abend vor dem offenen Kamin sitzen kann und sich die Füße wärmen kann, aber mit dem offenen Kamin kann man natürlich nicht ein Haus heizen. Das funktioniert nicht, weil das hat praktisch keinen Heizwert. Von daher nützt das wirklich nicht viel. Was man einbauen kann, ist ein geschlossener Holzofen. Das taugt zum Heizen. Wir nennen das bei uns, glaube ich, Schwedenofen oder sowas. Und mit denen kann man eine sehr gute Heizleistung erzielen, vor allem mit dem modernen, mit der doppelten Verbrennung. Und ich habe mir das jetzt vor 3 Wochen einbauen lassen, so ein System. Bei dem wird sogar die warme Luft
dann noch in weitere Räume des Hauses transportiert. Also das ist eine plausible Möglichkeit, wie man ein Haus heizen kann. Natürlich auch weit verbreitet sind Klimaanlagen, elektrische, das ist eine Möglichkeit. Und was sehr viele hier machen, sind diese Strahler, die man auf die Gasflaschen montieren kann. Das benutzen hier sehr viele. Ist ein bisschen, gibt viele Unfälle mit den Dingern, weil die halt mobil sind und die Leute die im Haus rumtragen, und da kann dann schon auch mal was passieren. Und die bringen natürlich auch Feuchtigkeit zusätzlich noch ins Haus. Darauf komme ich noch. Also der Winter ist ein Problem, fehlende Heizung ist ein Problem im Zusammenhang mit der sehr leichten Bauweise. Und jetzt kommt das zweite, das große Problem, das ist die Luftfeuchtigkeit. Wir sind an der Küste, wir haben eine hohe Luftfeuchtigkeit. Und wenn jetzt diese zwei Sachen aufeinandertreten, also ein kalter Winter und eine hohe Luftfeuchtigkeit, dann passiert immer eines, es entsteht Schimmel. Unweigerlich, also es geht gar nicht anders. Falls euch das näher interessiert, könnt ihr mal googeln unter dem Stichwort Taupunkt. Also Luftfeuchtigkeit und tiefe Temperaturen, da entsteht Schimmel. Und das ist genau das, was hier passiert. Also man sieht hier an der Küste unglaublich viele feuchte Häuser. Man riecht es schon, wenn man reinkommt, man sieht es überall, das sind dann so schwarze Streifen, vor allem unten an den Wänden fängt das an, immer auch im Bad oder in der Küche. Sieht man ganz viele solche Häuser. Und ja, es ist kein Wunder, es ist wirklich kein Wunder. Was kann man dagegen tun? Man muss grundsätzlich ein Raumklima herstellen können in einem Haus. Und das besteht einerseits im Winter aus Heizen und andererseits natürlich aus Lüften. Also es muss immer Luft zirkulieren können, möglichst trockene Luft. Das Hygrometer ist ganz wichtig, mein Lieblingsinstrument, weil wenn es draußen 98 Grad Luftfeuchtigkeit hat, dann mache ich kein Fenster auf. Weil das ist dann kontraproduktiv, da hole ich mir die Feuchtigkeit ins Haus rein und dann bleiben die Fenster zu. Selbst wenn es Käsefondue gibt, dann stinkt es halt mal, Gottes Willen. So, und all diese Punkte muss man beachten, wenn man Häuser besichtigt. Und zwar muss man schon beim Besichtigen sich überlegen, kann man dieses Haus heizbar machen? Ist das möglich? Oder kann ich dieses Haus winterfest machen? Es ist zum Beispiel auch so, was man darf wegen der hohen Luftfeuchtigkeit keine Möbel direkt an die Außenwände stellen. Das ist auch so ein Punkt, weil dahinter schimmelt es garantiert. Man muss dann im Winter halt die Möbel immer mal wieder vorrücken und dahinter schauen, ob alles in Ordnung ist. Also das sind alles so Dinge, die man wissen muss, und da muss man sich bei der Besichtigung schon überlegen, was könnte man tun, um ein Haus winterfest zu machen. Ich habe mich jetzt zum Beispiel entschieden, hier, das ist die Südwand, das ist ja eigentlich die gefährdete Wand, weil bei uns hier kommt ja das böse Wetter aus dem Süden, also das schlechte Wetter. Und da habe ich jetzt einen Lattenrost aufgebracht mit einer Dampfsperre und eine Gipswand vorgezogen. Und so habe ich jetzt quasi eine Doppelwandigkeit. Also das sind so Sachen, die man realisieren kann. Könnte man auch von außen zum Beispiel noch eine Isolation anbringen. Aber das muss man ganz spezifisch bei jedem Haus anschauen. Es gibt auch die Möglichkeit, man kann sich doppelverglaste Fenster einbauen lassen. Die gibt es hier, die kann man kaufen und einbauen lassen. Es kostet natürlich was, das ist dann schon eine Investition. Aber das ist möglich. Das ist jetzt ein Punkt, den ich mir im kommenden Winter dann anschauen werde, wie sich das mit den Fenstern verhält. Ob ich da auch noch etwas unternehmen muss oder ob ich das so sein lassen kann. Da muss man gucken. Also man kann durchaus Sachen machen. Es gibt auch bei den Fensterrahmen zum Beispiel gibt es manchmal auch einfach so 2 mm Spalt. Und die muss man halt dann natürlich abdichten. Oder auch bei meiner Eingangstür jetzt auch, da sind oben auch 2 mm Spalt. Da muss ich natürlich auch was machen. Oftmals helfen auch schon noch so Dichtungsgummis ja. Aber man muss sich bei der Besichtigung überlegen, kann ich dieses Haus winterfest machen, kann ich es heizbar machen und was kostet mich das zusätzlich?
Das muss man bereits so ein bisschen sich überlegen. Ich komme zu den Kosten komme ich natürlich noch dann im nächsten Video, wenn es ums Finanzielle geht. Also was kostet so ein Haus überhaupt? Also das sind Dinge, die man sich überlegen kann. Dann auch, was man ganz oft sieht, wenn man Häuser besichtigt, sind die frisch gestrichen. Man riecht die frische Farbe noch, aber man sieht es dann trotzdem an den Wänden, dass da einfach Schimmel überstrichen wurde. Oftmals stehen die Farbeimer, die leeren, noch im Flur. Und dann weiß man schon, okay, das heißt noch nicht zwingend, dass es ein nasses Haus ist, weil eben es kann sein, dass man einfach nicht aufgepasst hat im Winter und dann ist ein Schimmel entstanden, aber den kriegt man auch recht easy wieder weg. Es gibt hier sehr gute Antischimmelmittel, den kriegt man problemlos wieder weg. So ist es nicht, man muss einfach gucken. Hier an der Küste stehen viele Häuser eben auch leer im Winter, weil die Leute nur im Sommer hierher kommen. Mein Haus war übrigens auch so. Und dann, ja, ist klar, dann muss man sich nicht wundern. Dann steht es den ganzen Winter über ungeheizt, leer. Es wird nie gelüftet, es wird nie geheizt und ja, dann passieren halt solche Dinge. In diesem Haus erstaunlich wenig bis fast gar nichts, weil das Haus eine sehr, sehr gute Grundsubstanz hat. Also das wurde von Grund auf sehr gut und solide gebaut. Und ja, das merkt man dann auch. Also das Haus hier macht sicherlich viel weniger Probleme als jetzt ein anderes. Unter Umständen eben, man muss es vor Ort immer angucken. Das vielleicht noch als Tipp, guckt auch auf ältere Häuser. Weil ich meine, ein Haus aus den 60er oder 70er Jahren, wenn das heute noch steht und zum Verkauf ausgeschrieben ist, dann ist das ja grundsätzlich ein gutes Haus. Sonst würde es heute nicht mehr stehen. Außer da hätte jetzt jemand drin gewohnt, der wirklich die letzten 40 Jahre gar nichts mehr gemacht hat. Aber das sieht man ja dann auch auf den ersten Blick. Also, naja, es sind so Dinge, habe ich ja eigentlich mit älteren Häusern habe ich eigentlich immer einen recht guten Eindruck gehabt, was die Bauqualität angeht. Die haben früher schon besser gebaut oder solider gebaut, als es heute gemacht wird. Nicht in jedem Fall, es ist wie immer sehr individuell. So, ich gucke mal auf meinen Spickzettel hier. Hygrometer, ja, das habe ich schon gesagt, ganz wichtig, lüften, Möbel nie direkt an die Außenwand stellen oder eben eine Doppelwand erstellen und dann kann man die Möbel auch normal dahin stellen. Also das sind so die Probleme, die auf einen warten. Dann natürlich bei Hausbesichtigung immer ganz wichtig, die Wände, wie sind die gebaut, fragen. Was sind das für Wände? Sind das Ladrillos, also diese verschiedenen Ziegelsteinarten, die es da gibt, oder sind das Hohlblöcke? Das sind wichtige Informationen. Das Dach sehr gut anschauen, wie ist das konstruiert? Gibt es Luftkammern, die isolieren dazwischen? Das sind wichtige Informationen. Wie hoch sind die Raumhöhen? Je höher, desto schwieriger zu heizen. Ja, die Bodenplatte anschauen, da haben übrigens viele Häuser auch Probleme, weil die Bodenplatten einfach nicht sauber gemacht werden und dann zieht die Feuchtigkeit schon von unten hoch. Wir haben hier sehr viel Grundwasser und das steht recht hoch, also wenn man da 5-6 Meter bohrt, dann kommt schon Grundwasser. Und wenn es regnet, steigt das natürlich auch weiter an. Also da krankt es auch bei vielen Häusern, dass die Feuchtigkeit schon von unten kommt, weil die Bodenplatten einfach nicht sauber gemacht sind oder nicht isoliert sind oder beides. Also das sind so Dinge, die man anschauen kann. Ja, also nicht einfach nur den hübschen Garten bewundern, sondern auch so ein bisschen auf die baulichen Geschichten achten. Das ist sicher ein guter Tipp. Ja, das sind, glaube ich, so die wichtigsten Sachen, falls ihr mal ein Haus in Uruguay kaufen könnt oder kaufen wollt, so wollte ich sagen, dann könnt ihr mich auch anrufen, kein Problem. Ich kann euch schon noch ein paar Tipps geben. Ich glaube, das soll es gewesen sein von heute. Wie gesagt, im nächsten Teil geht es weiter. Was kostet ein Haus hier? In diesem Sinne wünsche ich euch etwas sehr, sehr Schönes. Und ich grüße euch, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.